Objektnummer SCP-045-DE. Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-045-DE befindet sich im Standort DE-18 auf der Ebene 3 im Verwahrungsraum 324 und wird dort in einem Schließfach Klasse S3 verwahrt, wo SCP-045-DE in einem maßgefertigten, ausgepolsterten Behälter aufbewahrt wird. Die Goldringe von SCP-045-DE sind mit Stoffbändern fixiert und die Scheibe von SCP-045-DE zusätzlich mit einem undurchsichtigen Stofftuch abgedeckt. Die Stoffbänder und das Stofftuch sollen nur von Klasse D-Mitarbeitern gelöst wie auch befestigt werden. Forschungspersonal darf ausschließlich über Kameras die Testverläufe von SCP-045-DE beobachten. Während den Testversuchen mit SCP-045-DE ist es nur dem Personal der Klasse D gestattet, sich in der Testkammer von SCP-045-DE aufzuhalten. Beschreibung. SCP-045-DE wird ein Konstrukt bezeichnet, welches aus 3 Teilen, einem Armillarsphäre-ähnlichem Gerüst, einer Scheibe und einem Gestell besteht. Die Armillarsphäre von SCP-045-DE sind 7 gegeneinander drehbare Ringe aus Gold, die jeweils 1,20 cm breit sind. Der äußerste Goldring der SCP-045-DE Armillarsphäre weist einen Durchmesser von 40 cm auf. In der Mitte der Armillarsphären-ähnlichen Konstruktion befindet sich eine senkrechte, runde blaue Scheibe mit einem 1 cm dicken Goldrahmen. Die 5 mm dicke Scheibe mit einem Durchmesser von 9 cm ist trotz einer dunklen blauen Färbung durchsichtig. Auf der Scheibe selbst befinden sich 7 eingravierte Kreise, die unterschiedliche Abstände zueinander haben und mehrere unbekannte eingravierte Symbole aufweisen, die sich zwischen den Kreisgravuren befinden. Die Konstruktion wird von einem 10 cm hohen Goldgestell aufrecht gehalten. Dieses ist ein klassisches Globusgestell mit einem seitlichen Bügel, der den äußersten Goldring der Konstruktion von SCP-045-DE umgreift. SCP-045-DE ist mit dem Gestell insgesamt 60 cm hoch. Wenn eine Person einen Goldring von SCP-045-DE anstößt, fangen sofort alle Goldringe von SCP-045-DE an, sich über einen Zeitraum von 77 Sekunden zu drehen. Während diesen 77 Sekunden fängt die blaue Scheibe von SCP-045-DE an, grellbläulich zu leuchten. Nach exakt 77 Sekunden bleiben alle Goldringe von SCP-045-DE in einer senkrechten Position stehen. In der zuvor blau leuchtenden Scheibe von SCP-045-DE kann über einen Zeitraum von 777 Sekunden ein beliebiges Subjekt, Objekt oder ein Ort beobachtet werden. Hierfür muss der Benutzer von SCP-045-DE mit einer beliebigen Extremität SCP-045-DE anstoßen, während der SCP-045-DE-Benutzer an die jeweilige Sache denkt, die SCP-045-DE zeigen soll. Wenn Personen, die während dieser 777 Sekunden, wo der anomale Effekt von SCP-045-DE aktiv ist, durch die Scheibe von SCP-045-DE sehen, tragen diese eine bleibende Sehschwäche davon. Weitere Tests ergaben, dass es möglich ist, mit nur einem Auge den anomalen Effekt von SCP-045-DE zu beobachten. Dies hat zur Folge, dass nur ein Auge vom negativen Effekt von SCP-045-DE betroffen wird. Außerdem kann der anomale Effekt der Scheibe von SCP-045-DE nicht gefilmt und fotografiert werden. Nachdem der anomale Effekt von SCP-045-DE ausgelöst wurde, kann dieser erst wieder nach 7 Stunden erneut ausgelöst werden. Zudem führt der intensive Gebrauch von SCP-045-DE zu Wahnvorstellungen, Konfusion und Erblindung. Die graphologische Analyse der gefundenen Schriftstücke, die sich im selben Raum befanden, wo SCP-045-DE sichergestellt werden konnte, ergab, dass der Verfasser nur eine einzelne Person war. Laut der Auswertung der Textinhalte beschrieb die Person Ereignisse aus der damaligen Gegenwart, über Erinnerungen, die er Vorbesitzer mit Hilfe von SCP-045-DE aus seiner eigenen Perspektive wieder erlebte, wie auch Geschehnisse aus der Vergangenheit und Zukunft. Einige Textfragmente lassen darauf schließen, dass der Vorbesitzer von SCP-045-DE in der Lage war, in Paralleluniversen zu blicken und sowie eine Art Vorspulfunktion genutzt zu haben.
Der Umfang der Schriftstücke übersteigt darüber hinaus weit das Maß an Nutzungen, bevor ein SCP-045-DE-Benutzer durch diese erblindet. Es lässt vermuten, dass der Vorbesitzer von SCP-045-DE die negativen Effekte von SCP-045-DE umgehen konnte. Testversuche mit SCP-045-DE Vergangenes, Zukünftiges oder Erinnerungen wiederzugeben, konnten nicht ausgewertet werden. Da die Testsubjekte nach solchen Testversuchen durch den Gebrauch von SCP-045-DE permanent verstört wurden, sodass eine Kommunikation mit diesen Testsubjekten nicht mehr möglich war. Zusätzlich erlitten diese eine massive Sehschwäche. Entdeckung. Während Restaurierungsarbeiten an der Templer-Niederlassung wurde SCP-045-DE in einem zugemauerten unterirdischen Abteil gefunden. SCP-045-DE stand innerhalb des Raums auf einem Steinsockel. Der Sockel hatte ein eingraviertes Symbol, was das Auge der Vorsehung darstellte. Neben SCP-045-DE befanden sich im Raum insgesamt Schriftstücke, die in lateinischer Sprache verfasst wurden. Als der Abteil SCP-045-DE und die dortigen lateinischen Schriftstücke gemeldet wurden, ist die deutsche Abteilung für außerbetriebliche Angelegenheiten auf die Meldung der Funde aufmerksam geworden. Nach näheren Untersuchungen wurde der Inhalt des Geheimraums vom deutschen Zweig der Foundation sichergestellt. SCP-045-DE wurde in den Standort DE-18 verfrachtet und die lateinischen Schriftstücke zur Auswertung weitergeleitet. Auszüge von den Schriftstücken aus der SCP-045-DE-Fundstelle. Skriptum. Virtuti Militari. Karl, von meinem Blut, im Wappenrock und Helm, Schwert schwingen zwischen Glaubensbrüdern und Ungläubigen. Der Psalm 144 ist auf seinen Lippen, er erschlägt mit seinem Schwert die Feinde Gottes, tapfer ist sein Mut auf dem Schlachtfeld. Möge der Herr ihm und seinen Waffenbrüdern zum Sieg verhelfen. Skriptum. Memoria. Meine Mutter sehe ich, durch meine Augen als kleiner Knabe, sie ist so jung und so froh. Ihren Rosenkranz gibt sie mir, sie lehrt mir das Beten, so schön ist ihr Anblick. Doch ihre Stimme bleibt mir verwehrt. Herr, hüte sie bei dir in deinem himmlischen Reich. Skriptum. Crux. Der Herr am Kreuze geschlagen, seine Lenden bedeckt, sein Körper geschändet, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, 2 Kreuze, 2 Männer. Die Gesichter voller Qual, die Worte fehlen mir. Der Himmel, er verdunkelt sich. O Herr, für deine Aufopferung, ich danke dir. Skriptum. Inferna. Ein See, er lodert, die Ewigkeit der Verdammnis, ich kann sie spüren. Der Höllenkessel, er ist wahr, meine Augen, wie weh sie mir tun. Es genügt. Der Anblick, er ist zu viel für meine Seele. Skriptum. Futurum. Das Auge Gottes, auf einem Tisch, in einem weißen Raum, so leer, so hell. Ein Mann, kurzes Haar, in einem Stoffgewand, orange von der Farbe ist es, mit schwarzen Verzierungen, so eins erblickte ich noch nie. Er bewegt die Ringe, das Auge leuchtet, der Mann sieht was. Er starrt ins Auge hinein, er tat es, doch sein Blick wandte sich vom Auge ab. Er fängt an, seine Augen zu reiben. Der Mann, er wusste nicht, worauf er sich einließ. Wie unwissend er sein wird. Skriptum. Apokalypsis. Legionäre, in hellgrauen Kluften, in Rüstzeug und Helm, steigen aus der Erde, aus einem großen Loch empor, inmitten eines trostlosen Lands, welches vom Tod und dem Verderben heimgesucht wurde. Die Legionäre, Legionen sind es, denn sie sind viele und fremd im Land. Geschöpfe aus Eisen folgen ihnen, Dämonen statt Pferde nutzen sie, abscheuliche Kreaturen erblicke ich. Ein Kreuzzug mit ketzerischen Kreuzen. Kreuzfahrer, die den Glauben nehmen und nicht geben. Wahrlich, die Legion des Bösen, die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse, sie naht, doch heut ist sie fern. Skriptum. Conlisus. Die Foundation wurde während des Studiums der sichergestellten Schriftstücke aus der Fundstelle von SCP-045-DE durch das Schriftstück Conlisus auf SCP-096-DE aufmerksam. 028-DE/P2-Protokoll Ragnarök. Obwohl Sie befugt sind, in das folgende Einsicht zu nehmen, rate ich Ihnen, davon abzusehen. Nicht alles, was wir wissen dürfen, sollten wir auch wissen. Sie wären sicher froh, bestimmte Dinge nicht zu wissen. Weil es uns Angst macht, die uns davon abhält, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und weil wir Bedenken bekommen.
Bedenken darüber, ob das wirklich das Richtige ist. Ob wir es aus ethischer Sicht verantworten wollen. Nicht, dass wir eine Wahl hätten. Solche Protokolle sind wohl durchdacht, mit der Ethikkommission und O5 abgesprochen, und das letzte Mittel, das wir haben. Wenn wir zögern, werden wir nicht mehr erleben, wie SCP-2000 oder ein anderes Taumiel-SCP die Scherben unserer Welt zusammenfegt. O41. Protokoll Ragnarök. Protokoll Ragnarök ist das letzte Mittel, um ein K-Invasionsszenario zu verhindern. Unter dem Deckmantel der nuklearen Teilhabe nehmen die Armeen zahlreicher mit den USA verbündeter Länder, in der Annahme, es handle sich um ein Mittel zur Abschreckung im Kalten Krieg, an einem Foundation-weiten Projekt teil, mit dem in Ländern, in denen die Stationierung von Nuklearwaffen in Standorten erschwert ist, deren Einsatz als letzter Ausweg ermöglicht wird. In Deutschland ist das Takt LWG 33 im Fliegerhorst Büchel das einzige, das noch in der nuklearen Teilhabe teilnimmt. Das Foundation-Programm Geschwader 33 macht sich dieses Luftwaffengeschwader durch eingebettete Agenten zunutze. Auf das Codewort Heimdall hin belädt das Takt LWG 33 4 flugbereite Maschinen mit je einer taktischen Atombombe B-61-11, die als Bunkerbrecher konzipiert ist, und fliegt in eine Warteposition über SCP-028-DE. Wird die Ausführung von Ragnarök befohlen, werfen alle Bomber ihre Bombe über SCP-028-DE ab. Die Zahl der unmittelbaren Todesopfer dürfte durch die Nähe zu einem Ballungsgebiet 135.000 übersteigen. Es wird davon ausgegangen, dass SCP-028-DEC und -D dabei zerstört werden und Raum verschüttet wird. Wenn nicht, bleibt nur zu hoffen, dass O5 etwas in petto hat, von dem wir nichts wissen, und das so schrecklich ist, dass es den Tod von 100.000 Menschen rechtfertigt. Abschluss? SCP-045-DE ist kein Werkzeug im klassischen Sinn. Es ist ein Versprechen und eine Warnung zugleich. Ein Objekt, das zeigt, was war, was ist und was vielleicht sein wird. Aber nicht um zu helfen, sondern um zu prüfen, wie viel Wahrheit ein Mensch ertragen kann, bevor sie ihn zerbricht. Die Schriftstücke aus der Fundstelle lassen keinen Zweifel daran, dass der Vorbesitzer mehr gesehen hat, als ein menschlicher Geist eigentlich verkraften dürfte. Vergangenheit, Zukunft, Parallelitäten und immer wieder dieselbe Grenze, der Blick selbst. Nicht das Gesehene zerstört den Menschen, sondern das Wissen, das sich nicht mehr ausblenden lässt. Besonders auffällig ist dabei eines: die Visionen enden nicht mit Klarheit. Sie enden mit Andeutungen. Mit Symbolen, mit einer Schlacht, die noch fern ist, aber unausweichlich wirkt. Legionen aus der Erde, Maschinen statt Pferde. Ein Kreuzzug, der nichts erlöst, sondern nur nimmt. Was auch immer SCP-045-DE hier gezeigt hat, es war kein Mythos und keine Metapher. In den internen Akten der Foundation taucht dieser Ausblick unter einem anderen Namen wieder auf. Nicht als Prophezeiung, sondern als Szenario. Nicht als Vision, sondern als Plan. Operation Fenris. Darum endet diese Akte hier. Nicht, weil wir alles wissen, sondern weil der nächste Schritt zu groß ist, um ihn beiläufig zu behandeln. Im nächsten Video werden wir genau diese letzte Schlacht analysieren. Was die Foundation darunter versteht. Warum sie vorbereitet wird. Und weshalb manche Protokolle existieren, für den Fall, dass die Zukunft nicht mehr verhindert werden kann, sondern nur noch entschieden. Bis dahin gilt wie immer: nicht alles, was gesehen werden kann, sollte auch betrachtet werden. Ende der Akte.